Wir befinden uns hier im Discovery Samal Island Resort in den Philippinen, ganz nah dran an Davao City. Wir haben in den letzten Tagen, in der letzten Woche hier unsere Seminar- und Erlebnisreise durchgeführt. Ein intensives Programm. Zum ersten Mal, dass wir das in den Philippinen gemacht haben. 25 Teilnehmer aus Deutschland. Also die Erfahrungen, die Erinnerungen, die Eindrücke sind noch ganz frisch an diesem wunderschönen Tag hier im Februar 2026. Ein herrliches Resort dabei, ziemlich erschwinglich, muss man sagen. Die Nächte kosten hier so ungefähr $200 pro Nacht in diesem 5-Sterne-Resort. Vergleichbare Resorts in anderen Ländern, in anderen ähnlichen Gegenden der Welt, wie zum Beispiel den Malediven, können schon mal ganz schnell $1000 kosten, also absolut erschwinglich, selbst wenn man jetzt zum Beispiel mit Familie hinkommen will. Ich freue mich heute mit 2 Teilnehmern zu sprechen, die an dieser ganzen Woche teilgenommen haben, und das ist aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Diese Teilnehmer, das sind außergewöhnliche Teilnehmer. Zum einen Harley, den ihr ja kennt. Harley, mittlerweile ja ein Kollege von uns, und er hat mitgebracht seinen Freund Friedrich, den er seit vielen Jahren kennt. Und ich freue mich natürlich, dass Friedrich sich bereit erklärt hat, jetzt seine Erfahrungen hier zu teilen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Teilnehmer so vor laufender Kamera und in der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen sprechen wollen. Da geht es ja auch viel um Diskretion bei diesen Seminaren, Schutz der Privatsphäre natürlich, und da will man natürlich jetzt nicht unbedingt dann gleich an die Öffentlichkeit treten und darüber sprechen, dass man an einem solchen Seminar teilnimmt. Man weiß ja nie, wer das Ganze dann zu sehen bekommt. Deswegen, Friedrich, natürlich herzlichen Dank vor allen Dingen an dich, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns über deine Erfahrungen zu sprechen. Aber natürlich sind Harley und Friedrich auch aus anderen Gründen ganz besondere Interviewpartner, denn Friedrich ist ja jemand, der schon erfahren ist, der Asien schon sehr intensiv bereist hat und natürlich auch Afrika sehr gut kennt. Er lebt jetzt nach wie vor noch in Deutschland, bereitet sich aber, ich sag mal, auf seinen Absprung vor. Harley hat Deutschland bereits verlassen. Jetzt habt ihr gemeinsam diese Woche erlebt. Friedrich, du kennst den globalen Süden, ich will es mal so nennen, aus eigener Erfahrung. Warum wolltest du diese Woche trotzdem bewusst mitmachen? Also eine wunderschöne Gelegenheit. Ich habe schon viel Reise und schon viel Weg aufgenommen und viele Länder in Südostasien kennengelernt. Und für mich war einfach diese Besonderheit hier, auch was Voraussetzungen, was Möglichkeiten bietet, für die Philippinen mal ins Land zu schauen. Ich habe wirklich ganz neu, ganz frisch in dieses Land geschaut. Einfach mal auch einen Vergleich zu haben, auch mal zu sehen, wie dann doch vielleicht lokale Unterschiede sind. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe wirklich in kurzer Zeit einfach so viele relevante Aspekte erfahren können für mich. Ich muss sagen, es ist einfach nochmal ein weiterer Schatz in Südostasien. Was hat dir an Harleys Weg gezeigt, dass es diesmal um mehr geht als jetzt nur um eine Reise? Es war schön, zum einen zu erleben, wie Harley in vielen Ländern und in vielen Perspektiven unterwegs ist. Und ich habe mich einfach neugierig gefühlt und gesagt, so wow, da ist doch noch so viel Interessantes auch mal zu entdecken. Und er hat mich begeistert und erreicht, welche Freiheiten, welche neuen Perspektiven, welche Möglichkeiten doch in so einem Land möglich sind. Und ich muss sagen, jetzt habe ich sie kennengelernt und bin sehr positiv überrascht und sehe einfach, dass es doch schöne Möglichkeiten gibt, sein Leben hier mit einem richtig schönen Setup aufzubauen. Mit deiner Auslandserfahrung, Friedrich, warst du jetzt im Vorfeld hinsichtlich dieser Woche eher skeptisch oder offen? Grundsätzlich bin ich ein sehr offener Mensch und ich schaue mir einfach immer erstmal gerne alle Dinge an. Und natürlich das Umfeld, das einen inspiriert, das weckt dann auch natürlich eine gewisse Neugier. Aber trotzdem bin ich einfach mal unvoreingenommen hergekommen mit einfach offener Erwartungshaltung und habe mir erstmal auch hier Manila angeschaut, ich habe mir Cebu angeschaut, ich habe einfach mal so vom Süden bis Norden, dann bis Davao, dann einfach mal selbst einen Eindruck verschafft. Es hat sich gelohnt, diese Offenheit zu haben und einfach mal selbst zu fühlen, wie ist dann wirklich die Situation, das Leben live vor Ort. Damit kann man am besten einen Eindruck gewinnen, wenn man das dann wirklich mal auch so in verschiedenen Facetten und Themen erlebt. Als jemand, der jetzt ja schon intensiv Asien bereist hat, der vor allen Dingen auch sehr gerne in Thailand ist, sehr viel Zeit in Thailand verbracht hast du vielleicht im Vorfeld gedacht, naja, also da weiß ich schon, was auf mich zukommt, aber warst dann doch überrascht und warst dann gedacht, naja, es ist vielleicht doch anders, als ich mir vorgestellt habe? Ja, also ich finde tatsächlich, und ich liebe einfach diesen Bereich Südostasien sehr, dass es schon wirkliche Nuancen und Verschiedenheit, Unterschiede gibt zu den Ländern. Und wo man zum Beispiel mehr so diesen buddhistisch geprägten, originär geprägten Part von Thailand, da bin ich sehr, sehr gerne im Norden unterwegs erlebt, auch ein bisschen so eine Feinheit, ist es dann doch ein Stück weit anders zu erleben, wenn man jetzt mal auf den Philippinen ist und auch spürt, welche Einflüsse, welche Prägungen auch dieses Land dann für sich hat. Aber was einfach schön ist, und das würde ich mal generell für Südostasien formulieren,
dass man überall mit sehr herzlichen, sehr freundlichen, sehr zuvorkommenden Menschen zu tun hat. Es ist wirklich, man wird sehr, sehr schön empfangen. Man hat eine große Leichtigkeit, eine totale Unbeschwertheit, würde ich mal sagen, jetzt auch vielleicht gegenüber dem afrikanischen Kontinent, wo ich ja auch bin. Da würde ich sagen, ist einfach Südostasien generell so eine Adresse, das Leben leichter zu genießen und die Annehmlichkeiten wirklich auch nicht mit großen Barrieren, Hürden zu empfangen. Also das würde ich sagen, ist ein bisschen ein Unterschied, jetzt speziell für den Philippinen, wenn man so im Norden Manila unterwegs ist. Das ist so eine Megacity, die auch noch mal ein bisschen ihren eigenen Charakter hat. Fast nicht zu vergleichen, wenn man sich dann in Richtung Davao vorarbeitet oder auch dann den Zwischenstopp, wie ich ihn gemacht habe, über Cebu. Auf den Inseln und auf dieser wunderschönen, so stark geprägten Strandlandschaft erlebt man dann doch wirklich, finde ich, so ein Thailand, das vielleicht 10, 15 Jahre her ist. Also hat auch wirklich schöne Elemente. Natürlich, die Menschen sprechen ein bisschen anders, haben ein bisschen einen anderen Background. Aber diese Schönheit, die man generell auch mit diesen Stränden in Südostasien erleben kann, die findet man hier in einer richtig schönen Purheit wieder. Ja, sehr interessante Einschätzung. Harley, du bist jetzt jemand, der jetzt schon in mehreren dieser Reisen teilgenommen hat, die live erlebt hat, auch die Teilnehmer live erlebt hat, viele Teilnehmer kennengelernt hat schon. Hast du das Gefühl, dass Friedrich aufgrund seiner, sage ich jetzt mal, sehr weitreichenden Erfahrung anders diese Reise angetreten hat, anders auf die Philippinen geblickt hat als vielleicht andere Teilnehmer? Ich würde eher sagen, in dieser Willkommenskultur direkt eingerastet, ja. Er spricht ja in verschiedenen Sprachen auch und Menschen hier sind nicht nur sehr gastfreundlich, sehr liebenswert, sehr zurückhaltend, achtsam, sondern wissen das natürlich auch zu schätzen. Und wenn es immer nur ein paar Worte, ein paar Sätze sind in dieser Sprache, dann hat man natürlich mal noch ein Steinchen mehr im Brett, ja, und ist irgendwie herzlich willkommen und noch ein Ticken schneller integriert, will ich jetzt mal sagen. Und insofern ist es kein anderer Blick, sondern vielleicht noch ein intensiveres sich schon einlassen. Ja. Ich glaube, aufbauend auf dem, was du gesagt hast, muss man sagen, dass viele, die hier hinkommen, die ja mit uns auf die Reise kommen, sind es jetzt nicht nur bei dieser Reise, es ist bei vielen Reisen so, einen Neuanfang im Leben suchen, vor den verschiedensten Hintergründen. Entweder man geht vielleicht in den Ruhestand und da fängt ein neues Lebenskapitel an. Manche erleben natürlich auch Rückschläge im Leben, schwere Zeiten, sei es Krankheiten, vielleicht Tod des Ehepartners, Trennung oder man verliert vielleicht sein Unternehmen oder man verliert seinen Job. Also es gibt ja viele Gründe, warum man neu anfangen will oder eben, weil man sagt, naja, ich möchte so nicht mehr weiterleben in Deutschland. Das wird mir alles viel zu bedrückend. Ich will in die Freiheit raus. Geht dir das auch so, Friedrich? Und wann hast du so bei dieser Reise gemerkt, naja, eigentlich, da geht es jetzt nicht mehr nur um eine Reise, sondern da geht es eigentlich um eine Reise, aber eine Reise, ein neues Leben, wenn ich es mal so sagen darf? Also ich selbst persönlich, ich komme aus einem starken, schwierigen Ereignis. Also ich hatte einen sehr schweren Verkehrsunfall mit meiner Frau und da hat sich einfach das Leben nochmal komplett umgedreht. Und ich habe dann auf einmal viele Dinge wirklich in Klarheit angepackt und gesagt, ich möchte zum einen Heilung, Gesundheit, die ich übrigens auch hier in Südostasien auf eine wunderschöne Weise gefunden habe. Zum Teil wurde mir hier geholfen in einer Weise, wie ich das noch nicht erfahren hatte, auch jetzt in Europa, in Deutschland. Genauso auch dann diese Konkretheit und auch zu sagen, Mensch, das Leben kann in vielen Facetten leichter, freier, angenehmer gestaltet werden, wenn man wirklich klug überlegt und auch mal Chancen wahrnimmt, die einem verschiedene Länder dieser Welt geben können. Und darum, diese Perspektive hat sich für mich dann einfach ein Stück weit gezeigt, dass da für mich, für mein neues Setup, für mein neues Leben da wirklich einfach eine schöne Grundlage zu erreichen ist. Wie siehst du das, Harley? Du kennst ja den Friedrich, er ist dein lieber Freund. Du hast ja alle auch die Momente miterlebt, so schwere Schicksalsschläge wie der Unfall, von dem er gerade eben gesprochen hat. Hattest du den Eindruck, als du den Friedrich beobachtet hast diese Woche, dass sich da irgendwas verschoben hat bei ihm zum, ich sage mal, diesen Neuanfang, von dem wir gerade eben gesprochen haben, konntest du den auch spüren bei ihm? Ich würde eher sagen, das ist sowas wie eine Initialzündung. Ja. Also da geht richtig was auf. Absolut. Ja, absolut, genau, okay. Cool beobachtet und demzufolge. Und das ist einfach, hier werden so viele Punkte getriggert. Also es geht los mit dem Seminar und wir sprechen über die ganze Steuer, reden über die Migrationsgeschichten. Dann hatten wir sogar mit dem Government dort ein Treffen. Also wir haben uns ja hier also wirklich umfassend informiert und dann haben wir viele Reisen an verschiedene Punkte hier innerhalb Davaos gehabt. Und das sind einfach so viele Aspekte, wo man dann einfach sagt, warte mal, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit in Deutschland? Und jetzt ist mal gut. Und es ist hier einfach so unbeschreiblich angenehm, das Leben. Es ist viel preiswerter, wenn ich das dann mit einem vernünftigen Setup aufstelle. Und es muss ja auch nicht nur allein die Philippinen sein. Ja? Wir haben genügend Menschen, Community, die sich an verschiedenen Stellen niederlassen und überall eine kleine Residenz haben. Da hat das ein oder andere Ratter sich verändert.
Wenn man so eine Reise in der Gruppe macht, dann ist das schon was komplett anderes, als wenn man individuell unterwegs ist. Und das hat sicherlich Vorteile und Nachteile. Wie wirkt so eine Gruppenreise auf dich, Friedrich, als jemand, der ja schon sehr viel Auslandserfahrung gemacht hat, aber vermutlich noch nicht so in der Gruppe unterwegs war, sondern eher als Individualreisender oder vielleicht zusammen mit deiner Frau? Ja, es ist wirklich ein ganz anderes Eintauchen, muss ich sagen. Man hat natürlich relativ schnell auch gespürt, dass es viele ähnliche Interessen gibt und viele Punkte, die dann auch wichtig sind, so in der Form, wie man sich auseinandersetzt, und merkt auch, es findet eine gewisse unternehmerische Begleitung statt. Also Menschen haben einfach einen gewissen Hintergrund, den sie mitbringen, und auch schon eine gewisse Erfahrung, die sie mitbringen. Da kürzen sich so schnell so viele Dinge ab, einfach weil man in gleichem Maße Interessen hat und auch austauschen kann. Das gibt einem einfach auch so ein richtig entspanntes, schönes Gefühl, Dinge auch wirklich schnell klar zu haben und auch zu vergleichen und dann auch wirklich so ein Stück weit gegenseitig zu inspirieren. Und es hat einfach gerade in so einem Interesse, würde ich einfach mal im Größeren sagen, auch diesen Charme, eben, dass daraus auch so viel Netzwerk und so viele andere Themen entstehen können, weil einfach immer sehr interessante Persönlichkeiten dann eben zusammenkommen können. Hat dich denn jetzt die Gruppe eher geerdet oder eher herausgefordert? Also ich würde sagen, ganz klar geerdet. Also man sieht einfach, wie verschiedene Lifestyles, wie verschiedene Voraussetzungen, verschiedene Ziele dann doch so in einen schönen Ausgleich kommen können, im Austausch dann auf einmal so eine Konkretisierung, so eine Klarheit finden. Und das mag ich einfach. Das ist für mich so ein bisschen dieser Drive von totalem neugierigen Aufbruch, gepaart mit Unternehmertum und gepaart auch mit einfach Erfahrung, die es dann einfach, finde ich, total beruhigt, total entspannt. Also man hat einfach selbst für sich dann mal so wie so ein paar interne Haken und Klärungen, die man dann für sich bestätigen kann und weiß, ja, solides Fundament, gute Aufstellung und deswegen eher beruhigend und erdend. Gab es da Diskussionen, bei denen du so für dich insgeheim, sage ich mal, gedacht hast, naja, alleine hätte ich das jetzt anders eingeordnet, wenn ich hier alleine unterwegs geworden wäre? Wirklich. Also das Schöne ist, es kommen dann manchmal auch wirklich Aspekte oder Einblicke zum Vorschein oder mal zum Austausch, die man vielleicht selbst noch gar nicht auf seiner Liste oder auf seinem Spektrum hatte. Und es ist dann umso dann entspannter, wenn man dann einfach nochmal verschiedene Inspirationen und Themen erfährt, die dazu kamen. Aber das Ganze dann einfach nochmal auch wirklich für einen so ein Stück weit Sicherheit, Stabilität bekommen haben. Es kommt nochmal zusätzliche Inspirationen dazu, die man dann manchmal auch nicht vorher vermutet. Das macht absolut Sinn. Harley, du bist jetzt ja jemand, der jetzt schon im Ausland lebt, der jetzt auch natürlich schon mehrmals dieses Format mitgemacht hat. Friedrich lebt noch in Deutschland. Erkennst du auch dich in dieser Phase wieder, in der sich Friedrich so momentan befindet, so auf dem Absprung zu sein, aber noch nicht wirklich abgesprungen? Natürlich. Das ist ja aber auch gerade das Schöne. Ja? Man bekommt immer wieder diesen Spiegel und das ist total erfrischend. Andere Teilnehmer haben schon so ein Setup und wollen es noch ergänzen. Ja? Die sind eben schon an 3, 4 Orten und haben schon steueroptimiert und. Und dann kommen trotzdem wieder Fragen auf. Und da erkennt man sich wieder und erinnert sich und upala, ja, an der Stelle warst du ja auch schon mal. Und genau das ist es aber, ja, was dieses Netzwerken dann in der Community, was es hier auf so einer Reise so besonders macht, weil es ist eben einfach dann die Erfahrung der anderen. Ich muss das Fahrrad nicht neu erfinden. Ich kann dann eben auch sagen, wie hast denn du das damals gemacht? Und dann kommen ganz pragmatische Tipps und teilweise auch schon wieder Änderungen. Ja, weil es ist ja alles in Bewegung gerade. Der ganze Planet steht auf dem Kopf, würde ich fast sagen. Das ist das, was eben absolut unbezahlbar ist und vor allem hinter verschlossenen Türen. Und selbst wenn es nur im Bus ist, wenn wir irgendwo hinfahren, gerade zusammen, unsere ganze Truppe da im Bus sitzt, ja, dann ist so ein intensiver Austausch. Dann wird geschnattert, dann wird gelacht, dann wird abends zusammen ein Bierchen getrunken oder ein Weinchen oder was weiß ich, was, ein leckerer Cocktail hier natürlich. Bei diesem Wahnsinnsfeeling. Und dann kommen Informationen, die gehen nur in so einer Gruppe, die gehen nur im direkten Austausch. Ja, das kann man weder auf dem YouTube-Channel im Detail erklären. Da kannst du noch 1000 Videos gucken, ja, da kannst du auch noch 1000 Bücher lesen. Komm einfach mit auf so eine Reise, Punkt. So, und dann weißt du, wo der Hammer hängt. Ja, ich glaube, dem kann man nicht groß hinzufügen. Da muss ich dir absolut zustimmen. Friedrich, jetzt 5 Tage sind ja schon mal lang, ja, für so ein Seminar. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch sehr kurz und sehr intensiv. Mich würde interessieren, deiner Meinung nach, sind diese 5 kurzen und intensiven Tage, aber die dann doch in der Kombination natürlich schon ein ziemlicher gewaltiger Eindruck sind, ist es für erfahrene Reisende eher hilfreich oder nicht, wenn man alles in eine Woche so reinpackt, so intensive Erfahrung? Also letztendlich konnte ich zu Beginn noch gar nicht genau sagen, in welcher Fülle, in welcher Dimension mich da so verschiedene Aspekte, die ja doch so wichtig sind, erreichen. Jetzt nach dieser Woche, nachdem es erlebt zu haben und auch so diese ganzen Aspekte anzuschauen, ist es komprimiert, aber auf so eine schöne Weise, dass ich sage, es hat
zum einen eine schöne Effizienz, man kommt einfach in so viele das Leben relevante Aspekte hinein und zum anderen aber auch durch den Austausch und durch die Auflockerung zwischendurch ist es einfach, finde ich, so schön kompakt, dass man sagen kann, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich sage, jetzt möchte ich wirklich mal intensiv eintauchen, optimal. Also für mich war das jetzt mit so einer Woche eigentlich im Endeffekt mal eine Reise durch alle Aspekte, die mir wichtig waren und so würde ich es auch jedem empfehlen. Vor allem, es steht ja auch jedem frei, zu sagen, komm, also so wie wir, ja, wir reisen eben ein bisschen eher an und genießen noch ein bisschen Freetime, gehen in den Beach, machen irgendwas oder erkunden noch das Umfeld und dann bleibe ich vielleicht noch 2, 3 Tage, manche sogar 2, 3 Wochen länger. Cool, ja. So, Einfach dann, on top. dann hast du genau. Dann hast du dieses komprimierte Fachwissen, was ja da schon einen fast erschlägt. Von Sebastian. Dann hat man ein bisschen Zeit, das alles zu veratmen, zu sortieren und irgendwie mal wieder klare Bilder zu kriegen. So würde ich sagen. Wir reden jetzt hier viel von Klarheit. Harley hat auch gerade von klaren Bildern gesprochen. Friedrich, für dich, hast du denn jetzt nach dieser Woche mehr Klarheit? Komplett. Wie schon Harley sagt, das ist natürlich sehr komprimiert. Also es gibt viele Informationen, viele Dinge aufzunehmen und auch für sich zu schauen. Es ist entscheidend und wichtig, dann auch im individuellen Setting halt eben zu fühlen und zu erleben, ist es stimmig. Und dafür muss ich sagen, mit ganzer Einladung von diesen Aspekten kann ich das heute sagen. Viel Klarheit einfach in der Form entstanden, weil man für sich mal alle Aspekte dann auch anschauen konnte. Auch mit Menschen austauschen konnte, die sogar bis hin zu Officials, bis hin zu Menschen, die dann wirklich auch hier dann ein gutes Pendant bieten. Und also ich hätte mir das auch nicht erwartet, so kann ich wirklich sagen. Also dass man in so einer kurzen Zeit dann sagt, wow, da komme ich vor allem auf meine individuellen Aspekte halt wirklich zu diesem Fundament, zu dieser Base, die ich mir eigentlich suche. Deiner Erfahrung nach, Harley, du hast jetzt ja auch diesen ganzen Prozess schon durchlaufen, ein mehrjähriger Prozess, kann man sagen, wo man sich da auf die Reise macht. Aber jetzt so eine Erfahrung wie so ein Seminar, so eine Woche zusammen, eine intensive Woche in der Gruppe, ist das letztlich der Moment, wo man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt komme ich im Grunde genommen dann von der Erfahrung zur Entscheidung. Ja, absolut. Natürlich, weil nur in so einer Woche habe ich die Chance, ganz direkt eben nicht nur dir Löcher in den Bauch zu fragen oder eben dem Tim oder seinem Team. Ja, wir haben ja hier 8 Leute auf den Philippinen. Ich kann eben mich auch mit den anderen abstimmen, austauschen. Ja, ich habe ja dann 1000 Fragezeichen, die über mir rumschweben und die checke ich ja dann irgendwie ab. Ja, ich habe so eine To-Do-Liste dann immer für mich und schreibe mir das auch auf, mache dann check. Und das ist total cool, weil ich kann auch von den anderen eben einfach, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, lernen. Ich muss nicht das Fahrrad neu erfinden. Ich kann dann fragen. Ja, es können ja nicht alle 25 Teilnehmer permanent dem Sebastian. Da werden ja auch viele Kurzschlussantworten schon in der Gruppe selber erledigt. Also besser geht es nicht. Immer, ich habe ja nur schon viele dieser Reisen mitgemacht und ich habe also unendlich viele dieser Entscheidungen getroffen. Und immer wieder, es wird nie langweilig, ist auf diesen Reisen genau das, Fragezeichen, abgehakt und feuerfrei. Weg steht fest, Fahrplan und Gas. Ja, was ich vielleicht noch ergänzen mag an dieser Stelle, was ich sehr positiv erlebt habe auch, was mich auch schön begeistert hat, ist wirklich, dass man natürlich auch in vielen anderen Teilnehmern spürt, so der Aufbruch oder auch der Weg zur Entscheidung. Und wenn man da eben auch ein Stück weit gemeinsam unterwegs ist und sich dann eben auch gerade in so Fragen im Austausch, da ist auch gegenseitig so ein Drive auch mal da und auch Entscheidungen zu fassen, zu sagen, jetzt gehe ich voran. Also es macht Mut und Freude. Es ist einfach ein schönes Gefühl, auch mal zu sehen, man geht dann auch vielleicht jeder für sich einzeln natürlich in einem gewissen Ausgleich, aber schon auch den Weg nach vorne. Und es motiviert, gibt einem Stärke, noch Entscheidungen zu treffen. Ja, weil es ja auch Menschen sind, die eine sehr ähnliche Zielrichtung haben. Ja, das kann ja jeder nachvollziehen. Wenn ich jetzt allein wieder in meinem Alltag bin, dann bin ich in Deutschland und dann habe ich diese riesen Fragezeichen und da ist kaum jemand, der mich unterstützt aus dem engsten Kreis ringsrum. Ja, weil die denken alle, man hat einen Knall, wenn man auswandert und dann erzählt man so ein paar Sachen und alle halten einen irgendwie für völlig Banane und verrückt. Und hier kommst du auf einmal in eine Community rein, da triffst du auf einmal Menschen, da musst du gar nichts erklären, weil die wissen genau, was du meinst. Die wissen genau, wo du hin willst, weil die wollen ja da auch hin oder wollen eben da raus. Und das ist so cool. Also nicht lang schnacken. Und das führt dann eben zu dieser schnellen Entscheidung, weil du mit Gleichgesinnten unterwegs bist. Und ich den Leuten dann auch immer wieder die Zuversicht gebe und Kraft und Mut zuspreche und zu sagen, hey, komm, wir haben entweder alle die Chance, uns zu entscheiden und wir gehen nach vorne, oder wir finden 1000 Ausreden. Der eine hat eine Mutter, der nächste hat ein Kind oder irgendwelchen Käse, mein Briefkasten rostet. Es ist aber eben alles Quatsch. Ja? Wenn ich in eine bestimmte Richtung will, dann darf ich anfangen zu gehen. Und diesen Move, den kriege ich auf so einer Reise. Ja, absolut. Wir erleben ja immer wieder auf diesen Reisen, dass Leute jetzt vielleicht nicht nur
begeistert sind oder vielleicht sind sie sogar begeistert, aber sie können sich dennoch nicht vorstellen, wirklich, dass solches die Philippinen für sie das richtige Land sind. Und man beobachtet da immer wieder, muss ich sagen, auch so einen gewissen mentalen Rigorismus, ja, wo man im Grunde genommen sagt, okay, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen, ich muss in dieses Land ziehen mit meiner Familie, da muss ich 365 Tage im Jahr verbringen, da muss ich ein Haus bauen, da muss ich ein Konto haben, da muss ich ein Business aufmachen. Also, dass man alles so traditionell letztlich sieht und wie man bisher auch sein Leben in Deutschland gelebt hat, aber dann im Grunde nur denkt, man kann es dann verpflanzen. Friedrich, du bist jetzt ja jemand, der auch aus persönlichen Gründen natürlich nicht nur mit Asien verbunden ist, sondern auch mit Afrika. Und meine Aussage ist ja oftmals bei solchen Fragen, es ist im Grunde genommen keine Frage von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Nicht nur aus steuerlicher Sicht, sondern auch aus einer Sichtweise, wie man sein Leben schön gestalten kann, wie man sich auch rechtlich natürlich absichern kann, wo man eben dann nicht alle Eier in einen Korb legt sozusagen. Und du bist ja jemand, der im Grunde genommen das auch so vorlebt und ja auch doch sehr persönliche und herzliche Verbindungen pflegt, sowohl zum asiatischen Kontinent als auch zum afrikanischen. Was würdest du jemand sagen, der jetzt da auch so in gewisser Weise in diesem Rigorismus verfangen ist und denkt, dass er muss irgendwie so, dass er in Deutschland hat, auf diese Art und Weise so replizieren? Das ist eine schöne Frage. Für mich wirklich auch so ein Prozess, man ist so mit dem Herz in verschiedenen Ländern und auch in verschiedenen Kontinenten und sieht auch, ich finde es immer schön angezogen von vielen Möglichkeiten und Besonderheiten, die dann eben der jeweilige Raum dieser Welt bietet. Aber das Schöne finde ich, wenn Optionen kommen, wenn Möglichkeiten kommen und wenn man sich dafür entscheidet, dann einfach auch so einen Schritt nach vorn zu gehen, um eine Möglichkeit mehr, eine Option mehr zu haben, oder auch einfach mal eine ganz neue Base, die einem wiederum andere Dinge ermöglicht. Auf einmal entsteht eine richtig schöne Freude, Entspannung, weil man einfach merkt, die Optionen werden breiter. Auch wenn man sich nicht immer festlegen will und sagt, es muss jetzt genau in allem ein Standort, ein Thema, ein Setup sein, sondern man kann einfach schauen, dass man, und das fand ich eben auch einer der großen Mehrwerte, die ich erlebt habe und die ich jetzt auch für mich erfahren habe, dass einfach die Möglichkeiten und auch die Anliegen, die man so verfolgt, auf einmal eine neue Flexibilität bekommen. Und das ist eigentlich für mich so eine schöne Essenz, die ich mitgenommen habe. Ich glaube, es gibt relativ viele, die für mehrere Jahre vielleicht reisen, viel im Ausland unterwegs sind, verschiedene Länder sich anschauen. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Manchmal hat man aber ein bisschen das Problem dann, dass man nicht wirklich zum Absprung kommt und nicht wirklich zum Schuss kommt, weil man vielleicht auch das Perfekte sucht. Wobei ich jetzt nicht sage, dass es bei dir der Fall ist. Aber was würdest du jemand sagen, der so wie du schon viel gereist ist und wo man im Grunde sagen muss, so jetzt musst du mal zur Entscheidung kommen, basierend jetzt auf deinen Erfahrungen, weil man sonst nie aus Deutschland rauskommt? Es ist wunderschön zu reisen, wunderschön die Welt zu entdecken, kennenzulernen und ihre schönen Nuancen, Facetten. Es ist einfach, finde ich, wichtig, auch mal sich zu spüren, wo man sich wohlfühlt, wo einem dann die Dinge auch gegenwärtig sind, die man schätzt. Aber es kommt dann an einen Punkt, auch irgendwann mal der Wunsch und meistens auch mit dem ganzen Umfeld, mal eine Entscheidung zu treffen, wo setze ich denn den Fuß? Wo setze ich mal eine Basis an, mit der ich weiterkomme? Es ist natürlich wunderschön zu reisen und das kann man auch viele Jahre tun. Ich muss sagen, damit hat sich überhaupt mal der Horizont aufgemacht und man hat wirklich vieles erstmal überhaupt entdeckt, was da so da ist. Und dann finde ich es einfach wichtig, dass man den Punkt irgendwann mal findet, zu sagen, jetzt möchte ich es aber auch so gestalten, dass es beispielsweise dauerhaft passieren kann oder dass ich einfach diese Möglichkeiten, die ich zu schätzen kennengelernt habe, dass ich mir die erhalte oder vielleicht sogar noch ausbaue. Und darum finde ich es wichtig, auch wenn man sagt, es gibt viele schöne Elemente, die einem da Freude bereiten, dass man sie sich zugänglich macht. Und deswegen die Grundlage auch damals zu sagen, und jetzt beginnt der Schritt nach vorne. Ich glaube, das hast du wunderbar gesagt. Harley, dir lasse ich das letzte Wort. Du bist ja jemand, der jetzt schon diesen Prozess durchlaufen hat, den Friedrich gerade beschrieben hat. Du bist ja auch selbst jemand gewesen, der viel gereist ist, ja auch auf sehr abenteuerliche Weise mit deiner Harley die Welt sozusagen entdeckt hast. Also auch auf sehr spannende Weise. Aber wie gesagt, du hast dann am Ende auch den Weg gemacht, letztlich abzuspringen. Wenn jemand, der vielleicht bereits weggezogen ist oder schon nicht mehr in Deutschland ist, aber sich vielleicht Gedanken macht dazu, ob er jetzt im richtigen Land ist, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat und du hast jetzt hier die Philippinen kennengelernt, was würdest du demjenigen empfehlen? Das ist keine Frage von entweder oder. Also für manche Menschen ist es das. Meins ist es nicht und das kann ich nur allen anderen empfehlen. Es gibt so viele schöne Plätze auf dieser Welt. Es gibt so viele schöne Mentalitäten, unterschiedliche Küchen, ja, unterschiedliches Klima, unterschiedliche Natur. Und ich kann einfach nur sagen, schaut euch alles an und dann setzt je nach euren Wünschen, Prioritäten, setzt eben einfach vielleicht an verschiedenen Stellen. Und das ist das, was ich ja tue. Ja. Ich habe eben einfach nicht nur eine Residenz,
und eben auch nicht nur eine Aufenthaltsgenehmigung, sondern mehrere. Und das ist eben das, was aus meiner Sicht interessant ist, ja, weil wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Also wir haben ja irgendwie alle keine Glaskugel, ja, und dann je nachdem, wer drückt nun zuerst auf den falschen Knopf? Ich weiß es nicht. Und das ist für mich eben einfach, je nachdem, was kommt, habe ich dann eben einfach mehrere Karten, die ich ziehen kann und sagen kann, okay, jetzt wird es mir dort so brenzlig. Dann bin ich zum Beispiel in Irland oder ich will Business machen, bin ich in Dubai. Oder ich bin in Osten, Amerika. Oder ich bin gebased in Serbien, in Rumänien und so weiter. Und jeder Ort hat seine Vorteile. Ja? Und man kann das alles lieben. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist der Tipp, den ich nur jedem geben kann. Schaut euch die Dinge an, stellt euch so auf, dass ihr eben vielleicht nicht nur einen Plan B habt, sondern möglicherweise noch C, D, E, F und so weiter. Das Alphabet hat immerhin mindestens 27 Zeichen, das Deutsche zumindest. Also man kann sich einfach was aufbauen. Und umso flexibler du bist und umso internationaler Weltmanager du aufgestellt bist, desto weniger kritisch wird es im E-Fall. Das ist meine Empfehlung. Und noch eine allerletzte Frage an dich, Harley. Wir haben ja Friedrich hier auch befragt mit seiner Erfahrung konkret zu Afrika und auch zu anderen asiatischen Ländern, insbesondere Thailand. Harley, du bist ja gerade eben erst, denkt man, gerade erst gestern, so fühlt sich an, aus Lateinamerika zurückgekommen, bei einer sehr großen, intensiven Reise. So ganz spontan, welchen Vergleich ziehst du, wie ist so deine Gesamtbeurteilung, wenn man es vergleichen würde, Lateinamerika, Philippinen, Südostasien? Ja, so wirklich vergleichbar ist es nicht. Es hat Ähnlichkeiten natürlich. Spontane kurze Antwort ist im Prinzip gar nicht machbar. Ja, ich finde beides wunderschön. Ja, jetzt vergleichen wir hier natürlich eben einfach 7 Länder von der Reise aus den 2 Wochen mit einem Land. Das ist schon mal nicht ganz easy. Jedes Land hat seinen Reiz. Jede Menschengruppe hat ihren Reiz. Hier ist vielleicht noch mehr Freundlichkeit, noch mehr Achtsamkeit und natürlich noch mal ein anderes Preisniveau. Ja, also ich sage mal, selbst im E-Fall, wenn es richtig knallt und Deutschland wird zur Drehscheibe im Kriegsfall oder zumindest in der Vorbereitung und dann bricht auch die deutsche Wirtschaft, vielleicht das Währungssystem zusammen, bist du hier natürlich total safe, ja, weil du kannst hier für ganz kleines Geld nicht nur mieten, sondern auch essen, trinken, wohnen. Und das ist einfach fantastisch. Das ist noch mal ein Zacken obendrauf. So. Gibt's natürlich dort auch, die Natur ist nochmal unterschiedlich. Es gibt ja viele Leute, die sagen, in der Hitze hier kriege ich einen Knall, ich lebe lieber im Urwald, in der Nähe von Vulkanen und so weiter. Also du kannst das so einfach nicht einfach so über den Daumen. Ja? Oder manche Menschen kommen mit der Mentalität hier überhaupt nicht klar, mit der afrikanischen oder lateinamerikanischen schon und andersrum eben auch. Jeder hat so sein Dingen und deshalb testen, reisen, und dann Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, vielleicht nicht nur an einem Fleck, vielleicht sogar an mehreren Stellen. Und was spricht dagegen, auf jedem Kontinent überall vielleicht noch ein kleines Örtchen zu haben, wo man zur Ruhe kommen kann, eine kleine Residenz? Hervorragend, ich danke euch beiden, Friedrich, Harley, sehr herzlich hier für eure Teilnahme. Es war sehr schön, diese Woche mit euch zu verbringen. Wir haben sehr reiche Erfahrungen gemacht. Wir haben wieder viele nette, beeindruckende Menschen kennengelernt. Auch dich, Friedrich, natürlich, das freut mich sehr. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen, dass wir in Kontakt bleiben. Wenn auch du dir überlegst, auszuwandern, Deutschland zu verlassen oder auch nur einen Plan B etablieren willst, möglicherweise zweite Staatsbürgerschaft, Firmengründung oder dich steuerlich im Ausland optimieren willst, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich auf diesem Weg begleiten können. Buch gerne ein Beratungsgespräch, zum Beispiel mit dem Harley zum Thema Lateinamerika, Aufenthaltstitel, Umzug nach Lateinamerika. Oder mit mir ansonsten auch zu allen anderen steuerlichen Themen, die so mit dem Umzug zusammenhängen. Details in der Beschreibung zu diesem Video. Wie du sicherlich sehen kannst, sind wir schon relativ erfahren bei diesem Thema, schon relativ lange, schon seit 20 Jahren. Und natürlich würden wir uns auch freuen, dich ebenfalls demnächst zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.